Ein Schultag für einen Schüler. Es ist ein frischer Morgen und Tim, ein 8-jähriger Schüler, bereitet sich auf seinen ersten Schultag in der Grundschule vor. Tim ist ein freundlicher Junge, der sich auf neue Abenteuer und viele neue Freunde freut. Er steht früh auf, zieht seine Schuluniform an und isst ein warmes Frühstück mit Milch und Toast. Seine Mutter hilft ihm, seinen Rucksack zu packen. In den Rucksack kommen ein Federmäppchen, ein Heft und ein kleines Pausenbrot. »Ich bin so aufgeregt«, sagt Tim, als er in den Spiegel schaut. »Heute ist ein großer Tag«, sagt seine Mutter und gibt ihm einen liebevollen Kuss. Mit dem Bus fährt Tim zur Schule. Im Bus sitzt er neben anderen Kindern und unterhält sich leise. Er schaut aus dem Fenster und sieht viele bunte Häuser und lachende Gesichter. »Bald bin ich in der Schule«, denkt er freudig. An der Schule angekommen, begrüßen ihn die Lehrerinnen freundlich. Im Klassenzimmer sitzen bereits viele Kinder, die miteinander spielen oder leise reden. Die Lehrerin, Frau Schneider, steht an der Tafel und lächelt. »Guten Morgen, Kinder, ich freue mich, dass ihr heute hier seid.« Tim findet einen freien Platz in der ersten Reihe und hört gespannt zu. Der Schultag beginnt mit einem Morgenkreis. Alle Kinder singen ein Lied und stellen sich kurz vor. Tim sagt, »Ich heiße Tim und ich spiele gerne Fußball.« Die anderen Kinder klatschen und freuen sich über Tims Vorstellung. Danach beginnt der Unterricht. Zuerst gibt es Deutsch. Frau Schneider liest eine kurze Geschichte vor und die Kinder hören aufmerksam zu. Tim notiert sich ein paar neue Wörter, die er noch nicht kennt. »Ich lerne jeden Tag etwas Neues«, denkt er und schreibt in sein kleines Heft. Im Mathematikunterricht rechnet die Klasse einfache Aufgaben. Tim löst ein paar Additionen und fühlt sich stolz, als er die richtige Antwort nennt. »Sehr gut, Tim«, lobt die Lehrerin. Er schreibt auch die Wörter Zahl, Plus und Ergebnis in sein Notizbuch. Zur Mittagspause geht Tim mit seinen Freunden in den Schulhof. Dort sitzen sie auf Bänken, essen ihr Pausenbrot und spielen Fangen. Tim lacht und ruft, »Ich habe gewonnen!« Die Stimmung ist fröhlich und alle Kinder genießen die Pause. Am Nachmittag haben die Kinder noch Kunst- und Musikunterricht. In Kunst malt Tim ein Bild von seinem Lieblingsspielplatz und in Musik singen sie gemeinsam ein fröhliches Lied. »Kunst ist so schön«, sagt Tim und betrachtet stolz sein Bild. »Musik macht glücklich«, ruft ein Klassenkamerad. Der Schultag endet und die Kinder versammeln sich noch einmal im Kreis. Frau Schneider fragt, »Wie hat euch der Tag gefallen?« Viele Kinder rufen, »Super« oder »Sehr gut«. Tim lächelt und denkt, »Ich freue mich auf morgen.« Mit dem Bus fährt Tim nach Hause. Auf dem Heimweg erzählt er seiner Mutter von den spannenden Stunden in der Schule. »Ich habe viel gelernt und neue Freunde gefunden«, sagt er glücklich. Seine Mutter lächelt und gibt ihm einen Kuss. Zu Hause angekommen, ruht sich Tim kurz aus und spielt dann mit seinen Freunden im Garten. Er erinnert sich an die neuen Wörter und freut sich auf weitere Abenteuer in der Schule. So endet ein schöner Schultag für Tim, der nicht nur viel Wissen, sondern auch viele fröhliche Momente und neue deutsche Wörter mit sich bringt. In Besuch im Rathaus. Es ist ein klarer Vormittag und Lukas hat einen Termin im Rathaus seiner Stadt. Er muss ein Formular ausfüllen und einige Dokumente abgeben. Obwohl Lukas das Bürogespräch etwas nervös macht, freut er sich darauf, sein Deutsch zu üben und mehr über die Verwaltung zu lernen. Lukas steht früh auf, frühstückt ein belegtes Brot und zieht sich seine saubere Kleidung an. Er nimmt seinen Rucksack, in dem sich seine Unterlagen, ein Notizbuch und ein Stift befinden, und fährt mit dem Fahrrad zum Rathaus. Heute lerne ich neue Wörter wie Formular, Unterschrift und Behörde, denkt er. Am Rathaus angekommen,
sieht Lukas ein großes, altes Gebäude mit hohen Fenstern und einer prächtigen Eingangstür. Vor dem Eingang steht ein Schild: Rathaus. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Lukas atmet tief durch und betritt das Gebäude. Im Foyer wird er von einer freundlichen Mitarbeiterin begrüßt. »Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen?« fragt sie. Lukas antwortet: »Guten Morgen, ich habe einen Termin. Ich muss ein Formular abgeben.« Die Mitarbeiterin überprüft kurz ihre Liste und sagt: »Bitte nehmen Sie Platz. Ein Sachbearbeiter wird Sie gleich empfangen.« Lukas setzt sich auf eine Bank und liest in seinem Notizbuch die Wörter Formular, Dokument und Termin noch einmal durch. Nach einigen Minuten kommt ein Herr in einem blauen Hemd und führt Lukas in ein kleines Büro. »Setzen Sie sich bitte, Herr Müller«, sagt der Sachbearbeiter freundlich. Lukas nimmt Platz und übergibt ihm seine Unterlagen. »Ich muss dieses Formular ausfüllen und unterschreiben«, erklärt Lukas. Herr Müller nickt und hilft ihm, das Formular korrekt auszufüllen. »Bitte füllen Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse aus«, sagt er. Lukas schreibt sorgfältig und liest laut vor: »Name: Lukas Schmidt, Adresse: Musterstraße 10. Er fühlt sich stolz, weil er die Wörter gut kennt und richtig verwendet. Nachdem alle Felder ausgefüllt sind, überprüft Herr Müller das Formular und bittet Lukas, es zu unterschreiben. »Bitte unterschreiben Sie hier«, sagt er. Lukas legt seinen Stift an und setzt seine Unterschrift. »Vielen Dank, Herr Müller«, sagt Lukas dankbar. Der Sachbearbeiter erklärt Lukas noch einige weitere Schritte. »Ihr Formular wird jetzt bearbeitet. Sie erhalten in ein paar Tagen eine Bestätigung per Post.« Lukas nickt und bedankt sich nochmals. »Auf Wiedersehen«, sagt er und verlässt das Büro. Draußen vor dem Rathaus atmet Lukas erleichtert auf. Er hat nicht nur seinen Termin erledigt, sondern auch viele neue Wörter gelernt. Auf dem Heimweg fährt er mit dem Fahrrad und denkt an die wichtigen Wörter: Formular, Unterschrift, Behörde, Termin. Er notiert sie in seinem Notizbuch, damit er sie nicht vergisst. Zu Hause angekommen, erzählt Lukas seiner Familie von seinem Besuch im Rathaus. Seine Schwester fragt: »Wie war es dort?« Lukas antwortet: »Es war freundlich und alles war gut organisiert. Ich habe viel über den Verwaltungsalltag gelernt.« Seine Eltern loben ihn, dass er so gut Deutsch gesprochen und die neuen Wörter richtig verwendet hat. So endet ein lehrreicher Tag im Rathaus, der Lukas nicht nur geholfen hat, seine Behördengänge zu erledigen, sondern ihm auch neue deutsche Vokabeln und ein sicheres Gefühl im Gespräch mit Beamten vermittelt hat. Ein Besuch in der Kirche. Es ist ein ruhiger Sonntagnachmittag und Maria hat beschlossen, eine alte Kirche in ihrer Stadt zu besuchen. Die Kirche ist bekannt für ihre wunderschöne Architektur und die ruhige Atmosphäre. Maria möchte in der Kirche nicht nur die Stille genießen, sondern auch einige religiöse Wörter auf Deutsch lernen. Maria steht früh auf, zieht ihr schönes Kleid an und frisiert ihre Haare. Sie frühstückt ein leichtes Müsli und nimmt ihren kleinen Rucksack mit, in dem sich ihr Notizbuch und ein Stift befinden. »Heute möchte ich etwas über die Kirche und die Religion lernen«, denkt sie und macht sich auf den Weg. Die Kirche liegt in der Altstadt. Als Maria ankommt, sieht sie ein großes, altes Gebäude mit hohen Türmen und bunten Glasfenstern. Vor der Eingangstür steht ein Schild: »Herzlich willkommen in der St. Marienkirche.« Maria spürt sofort eine besondere Ruhe und betritt das Gebäude. Im Inneren der Kirche ist es dunkel, aber die bunten Glasfenster lassen farbige Lichter auf den Boden fallen. Maria sieht kunstvoll verzierte Altäre, schöne Kerzen und alte Gemälde an den Wänden. Ein leiser Orgelklang erfüllt den Raum. »Die Kirche ist so schön und friedlich«, flüstert Maria und setzt sich auf eine der Bänke. Sie öffnet ihr Notizbuch und schreibt:
Kirche, Altar, Orgel, Gebet. Diese Wörter möchte sie sich gut merken. Nach einigen Minuten der Stille hört Maria, wie der Pfarrer in der Nähe leise spricht. Er betet vor dem Altar und bittet um Frieden für alle Menschen. Maria lauscht aufmerksam und fühlt sich berührt. Das ist sehr beruhigend, denkt sie und schließt die Augen, um die Atmosphäre in sich aufzunehmen. Später beginnt ein kleiner Gottesdienst, an dem auch Maria teilnimmt. Die Gemeinde singt ein altes Kirchenlied und der Pfarrer liest eine kurze Predigt. Maria hört den Worten aufmerksam zu und notiert sich neue Wörter wie Glaube, Hoffnung und Son, Liebe. In der Kirche fühlt man sich verbunden, denkt sie. Sie öffnet leise ihr Tagebuch und schreibt: Heute habe ich gelernt, dass Glaube und Hoffnung wichtige Werte sind. Nach dem Gottesdienst verbringt Maria noch einige Zeit in der Kirche. Sie besichtigt den kleinen Kreuzgang, in dem viele Statuen und Reliquien stehen. An einer Statue hält sie inne und liest den Infotext an der Wand. Heilige, Segen, Gebet. Das sind wichtige Begriffe in der Kirche, murmelt sie. Maria macht einige Fotos von den wunderschönen Fenstern und dem kunstvollen Altar. Als sie sich verabschiedet, spricht eine freundliche Gemeindemitgliederin zu ihr. Haben Sie den Gottesdienst genossen? Maria lächelt und antwortet: Ja, es war sehr schön und inspirierend. Ich habe viele neue Wörter gelernt. Die Frau wünscht ihr noch einen gesegneten Tag und Maria verlässt die Kirche mit einem warmen Gefühl im Herzen. Auf dem Heimweg denkt Maria an die friedliche Stimmung und an die vielen neuen Vokabeln, die sie gelernt hat. Zu Hause setzt sie sich an ihren Schreibtisch und schreibt in ihr Tagebuch: Heute habe ich einen besonderen Tag in der Kirche erlebt. Ich fühle mich ruhig und zufrieden. Neue Wörter: Glaube, Hoffnung, Segen. Ich möchte sie nicht vergessen. Sie freut sich darauf, in Zukunft öfter in der Kirche zu sein und noch mehr über die Religion zu erfahren. So endet ein besinnlicher Besuch in der Kirche, der Maria nicht nur schöne Eindrücke und neue deutsche Wörter vermittelt, sondern ihr auch ein Gefühl von innerer Ruhe und Zufriedenheit schenkt. Ein Tag im Fitnessstudio. Es ist ein sonniger Morgen und Markus hat beschlossen, heute ins Fitnessstudio zu gehen. Er möchte fit bleiben, neue Übungen lernen und dabei auch sein Deutsch verbessern. Markus steht früh auf, zieht bequeme Sportkleidung an und frühstückt ein Müsli mit Milch. Er packt seinen Sportbeutel mit Handtuch, Wasserflasche und seinem Notizbuch, in das er neue Wörter notiert. Er denkt: Heute werde ich viel lernen über Training, Geräte und Sport. Mit dem Fahrrad fährt Markus zum Fitnessstudio. Auf dem Weg hört er Musik und grüßt freundlich die Nachbarn. Als er ankommt, sieht er das moderne Gebäude mit großen Fenstern und vielen Menschen, die schon trainieren. Im Empfangsbereich meldet sich Markus freundlich: Guten Morgen, ich habe heute eine Trainingseinheit. Die Mitarbeiterin lächelt und gibt ihm eine Eintrittskarte. Markus betritt den Trainingsbereich und sieht verschiedene Geräte: Laufbänder, Hanteln, Fahrradergometer und viele mehr. Er notiert sich in seinem Heft Wörter wie Hantel, Laufband und Übung. Zuerst entscheidet sich Markus, auf dem Laufband zu laufen. Er stellt das Gerät auf eine angenehme Geschwindigkeit ein und läuft einige Minuten, um sich aufzuwärmen. Während er läuft, hört er leise die Musik und denkt: Das ist gut für meinen Körper und macht Spaß. Nach dem Aufwärmen steigt er vom Laufband ab und wechselt zu den Kraftgeräten. Markus geht zu den Hanteln. Er wählt ein paar leichte Hanteln und beginnt Bizepsübungen zu machen. Ich hebe die Hanteln langsam und spüre, wie meine Muskeln arbeiten, denkt er. Er übt die Bewegung mehrmals und schreibt dabei in sein Notizbuch: Bizeps, Heben, Wiederholung. Danach probiert Markus noch weitere Übungen aus. Er geht zum Gerät für die Beinmuskulatur.
Er setzt sich auf den Sitz, stellt die Füße auf die Plattform und drückt das Gewicht langsam nach oben. Das Training für die Beine ist anstrengend, aber ich fühle mich danach sehr stark, sagt Markus zu sich selbst. Er notiert sich Wörter wie Bein, Drücken und Stärke. Zwischendurch macht Markus eine kleine Pause. Er trinkt etwas Wasser und setzt sich auf eine Bank. Dabei schaut er sich um und sieht, wie andere Sportler konzentriert trainieren. Er hört leise Gespräche wie: Ich mache heute 3 Sätze. Das ist ganz schön schwer. Markus lächelt und schreibt sich die neuen Wörter: Satz, Wiederholung und Training. Nach der Pause entscheidet sich Markus, an einem Gruppenkurs teilzunehmen. Heute findet im Fitnessstudio ein Yogakurs statt. Er betritt den Raum, in dem die Teilnehmer auf Matten sitzen. Die Lehrerin sagt: Setzt euch bitte hin und entspannt euch. Wir beginnen mit einfachen Dehnübungen. Markus folgt den Anweisungen, dehnt seine Arme und Beine und hört dabei die ruhige Musik. Er schreibt in sein Notizbuch: Yoga, Dehnen, Entspannen. Der Kurs dauert etwa 45 Minuten und Markus fühlt sich danach sehr ruhig und erholt. Nach dem Yoga kehrt Markus in den Trainingsbereich zurück, um noch ein paar Bauchübungen zu machen. Er legt sich auf eine Matte und beginnt, Crunches zu machen. Ich spüre meine Bauchmuskeln. Das ist ganz schön anstrengend, sagt er leise. Auch hier notiert er sich Wörter wie Bauch, Crunches und Übung. Zum Abschluss seines Trainings geht Markus noch zum Cooldown. Er macht Dehnübungen und atmet tief durch. Er sitzt auf einer Bank und trinkt langsam sein restliches Wasser. Das Training war sehr gut. Ich fühle mich fit und entspannt, denkt er zufrieden. Bevor Markus das Fitnessstudio verlässt, schreibt er in sein Notizbuch: Heute habe ich viel Neues gelernt. Über Laufband, Hanteln, Yoga und Bauchübungen. Ich freue mich, weil mein Körper stark und mein Geist klar ist. Mit diesen positiven Gedanken verlässt er das Studio und fährt mit dem Fahrrad nach Hause. Zu Hause angekommen, duscht Markus und isst einen gesunden Snack. Er überlegt, was er in seinem nächsten Training verbessern möchte und freut sich auf den nächsten Besuch im Fitnessstudio. So endet ein lehrreicher und aktiver Tag, der Markus nicht nur körperlich gestärkt, sondern auch seine Deutschkenntnisse erweitert hat. Ein Besuch beim Friseur. Es ist ein kühler Samstagvormittag und Julia hat beschlossen, heute zum Friseur zu gehen. Sie möchte ihre Haare schneiden lassen und dabei ein paar neue deutsche Wörter lernen. Julia steht früh auf, zieht ihr Lieblingskleid an und frisiert ihre Haare. Sie isst ein leichtes Frühstück und bereitet sich mental auf den Termin vor. Heute lasse ich meine Haare schneiden und lerne neue Wörter wie Haarschnitt, Föhnen und Kamm, denkt Julia, während sie ihren Rucksack mit ihrem Notizbuch und einem Stift packt. Mit dem Bus fährt Julia in die Innenstadt. Unterwegs hört sie Musik und sieht die vorbeiziehenden Häuser. Als sie ankommt, betritt sie einen kleinen, modernen Friseursalon, in dem leise Musik spielt und freundliche Mitarbeiter arbeiten. Am Empfang wird sie von der Friseurin begrüßt. »Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen?« Julia antwortet: »Guten Morgen, ich habe einen Termin. Ich möchte einen neuen Haarschnitt und vielleicht ein bisschen föhnen.« Die Friseurin lächelt. »Natürlich, bitte setzen Sie sich, wir beginnen gleich.« Julia setzt sich in den bequemen Friseurstuhl. Während sie wartet, schaut sie sich die Dekoration im Salon an. An den Wänden hängen Bilder von Frisuren und Mode. Julia nimmt ihr Notizbuch zur Hand und notiert: Haarschnitt, Föhnen, Kamm, Schere. Die Friseurin beginnt mit einer kurzen Beratung. »Wie möchten Sie Ihre Haare heute haben?« Julia überlegt und sagt: »Ich möchte, dass sie kürzer und frischer geschnitten werden. Bitte nicht zu kurz, aber so, dass es modern aussieht.« Die Friseurin nickt und erklärt: »Verstanden. Wir werden Ihre Haare in Schichten schneiden und etwas Textur hinzufügen.
Während die Friseurin mit der Schere arbeitet, hört Julia aufmerksam zu. Sie lernt, wie man Sätze wie »Bitte schneiden Sie so viel ab« oder »Ich hätte gerne mehr Volumen« auf Deutsch sagt. Schneiden, voluminös, frisieren. Das sind neue Wörter für mich, schreibt sie in ihr Notizbuch. Die Friseurin föhnt anschließend Julias Haare. Dabei spricht sie leise: »Jetzt föhnen wir Ihre Haare. Halten Sie bitte Ihren Kopf ruhig.« Julia nickt und genießt die entspannte Atmosphäre. Nachdem der Haarschnitt fertig ist, betrachtet Julia sich im Spiegel. Sie ist sehr zufrieden mit dem neuen Look. »Das sieht wirklich gut aus«, sagt sie begeistert. Die Friseurin lächelt und gibt ihr noch ein paar Styling-Tipps. Verwenden Sie diese Haarcreme, um mehr Glanz zu bekommen. Julia bedankt sich und schreibt »und Haarcreme« in ihr Heft. Bevor Julia den Salon verlässt, bezahlt sie und verabschiedet sich höflich. »Vielen Dank, es war sehr schön hier.« Auf dem Heimweg fühlt sie sich frisch und selbstbewusst. In der Straßenbahn setzt sie sich und blättert in ihrem Notizbuch, um die neuen Wörter noch einmal zu wiederholen. Zu Hause angekommen, schaut Julia in den Spiegel und lächelt. Sie denkt: Heute habe ich nicht nur einen tollen Haarschnitt bekommen, sondern auch viele neue Wörter gelernt. Julia notiert abschließend in ihrem Tagebuch: Besuch beim Friseur, neue Wörter, Haarschnitt, Föhnen, Kamm, Schere, Haarcreme. Es war ein schöner und lehrreicher Tag. So endet ein angenehmer Besuch beim Friseur, der Julia nicht nur ein neues Aussehen, sondern auch neue deutsche Vokabeln geschenkt hat.